Lektion 1: Intelligente Fitnessentscheidungen. Hallo Anna, wie bleibst du heutzutage aktiv? Hi John, ich konzentriere mich auf kürzere Wanderungen und Kraftübungen. Das ist klug. Kurze Wanderungen lassen sich leichter in einen vollen Terminkalender integrieren. Ja, und Kraftübungen helfen beim Muskelaufbau und der Ausdauer. Gab es bei Ihrem Fitnessprogramm irgendwelche Herausforderungen? Manchmal ist es schwierig, motiviert zu bleiben, besonders an arbeitsreichen Tagen. Das verstehe ich. Was tun Sie, um diese Tage zu überstehen? Ich erinnere mich daran, wie gut ich mich nach dem Training fühle. Das ist ein toller Motivator. Sich gut zu fühlen ist ein so starker Anreiz. Da, außerdem versuche ich, meine Routine zu abwechslungsreich zu gestalten, damit sie interessant bleibt. Abwechslung ist der Schlüssel. Hast du eine Lieblingsübung? Ich liebe Yoga. Es ist entspannend und stärkt die Flexibilität. Yoga ist wunderbar. Ich sollte versuchen, es in meine Routine zu integrieren. Du solltest. Es ist großartig für Körper und Geist. Ich werde nach Kursen in der Nähe suchen. Irgendwelche Vorschläge? Es gibt auch viele Online-Kurse. Es ist super praktisch. Das klingt perfekt. Ich werde meine Optionen erkunden und loslegen. Lektion 2: Wissenschaftliche Durchbrüche. Hi Anna, hast du von dieser jüngsten wissenschaftlichen Entdeckung gehört? Hallo John, ja. Sie sagen, es sei eine der wichtigsten Entdeckungen aller Zeiten. Genau. Wissenschaftler konnten erstmals zeigen, wie die DNA funktioniert. Das ist faszinierend. Das Verständnis der DNA ist für so viele Bereiche von entscheidender Bedeutung. Rechts. Es kann zu Durchbrüchen in der Medizin und Genetik führen. Stellen Sie sich die Möglichkeiten vor, Krankheiten effektiver zu behandeln. Absolut. Dies könnte unsere Herangehensweise an die Gesundheitsversorgung verändern. Glauben Sie, dass dies auch zu ethischen Bedenken führen wird? Definitiv. Mit großer Macht geht große Verantwortung einher. Ja, insbesondere wenn es um genetische Veränderungen geht. Es ist ein schmaler Grat zwischen Innovation und ethischen Grenzen. Vereinbart. Wir müssen über die Auswirkungen diskutieren. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Vorteile dieser Entdeckung? Ich denke, dass personalisierte Medizin ein großer Vorteil sein könnte. Das würde die Behandlungen auf einzelne Patienten zuschneiden, oder? Ja, dadurch wird die Gesundheitsversorgung deutlich effektiver. Es ist spannend, über die Zukunft der Wissenschaft nachzudenken. Lektion 3: Auswirkungen des globalen Handels. Hallo Anna, ist dir aufgefallen, dass unsere Wirtschaft von Importgütern abhängig geworden ist? Hi John, ja, es ist interessant zu sehen, wie sich der Welthandel verändert hat. Rechts. Diese Abhängigkeit kann erhebliche menschliche Folgen haben. Absolut. Es wirkt sich auf lokale Arbeitsplätze und Industrien aus, nicht wahr? Ja, viele Menschen machen sich aufgrund von Importen Sorgen um die Arbeitsplatzsicherheit. Und es kann sich auch auf die Qualität der Produkte auswirken, die wir erhalten.
Das stimmt. Manchmal entsprechen importierte Waren möglicherweise nicht unseren Standards. Darüber hinaus gibt es beim Transport von Gütern Umweltbedenken. Genau. Der CO2-Fußabdruck der Schifffahrt kann recht groß sein. Wir sollten darüber nachdenken, lokale Unternehmen stärker zu unterstützen. Ja, das kann die lokale Wirtschaft ankurbeln und die Abhängigkeit verringern. Und es fördert die Nachhaltigkeit durch die Minimierung des Transports. Es ist eine Win-Win-Situation. Welche lokalen Produkte genießen Sie? Ich liebe es, frische Produkte auf den örtlichen Bauernmärkten zu kaufen. Ich auch. Es schmeckt besser und unterstützt unsere Gemeinschaft. Machen wir es uns zur Gewohnheit, wann immer möglich vor Ort einzukaufen. Tolle Idee. Jede kleine Aktion zählt für eine bessere Zukunft. Lektion 4: Einkaufsstrategien. Hallo Anna, ich gehe heute einkaufen. Soll ich nach etwas Bestimmtem suchen oder einfach nur stöbern? Hallo John, es kommt darauf an, was du brauchst. Hast du eine Liste? Ich habe ein paar Dinge im Sinn, möchte aber vielleicht auch sehen, was es Neues gibt. Das hört sich lustig an. Beim Stöbern kann es zu unerwarteten Funden kommen. Wahr. Vielleicht entdecke ich etwas, von dem ich nicht wusste, dass ich es brauche. Ja, manchmal sind die besten Einkäufe spontan. Haben Sie schon einmal beim Stöbern etwas Erstaunliches gefunden? Ja, einmal habe ich eine Windhagejacke gefunden, die perfekt zu mir passte. Das ist großartig. Windhage-Artikel können einen solchen Charakter haben. Das tun sie wirklich. Außerdem ist es schön, etwas Einzigartiges zu haben. Ich stimme zu. Ich werde heute beim Einkaufen aufgeschlossen sein. Gute Idee. Möglicherweise stoßen Sie auf ein tolles Angebot. Und wenn ich etwas finde, das mir gefällt, betrachte ich es als Gewinn. Ruf. Genießen Sie Ihr Einkaufsabenteuer. Danke, Anna. Ich werde Sie wissen lassen, was ich finde. Lektion 5: Neue Orte erkunden. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, ein paar neue Orte zu besuchen. Irgendwelche Vorschläge? Hi John, das klingt erfrischend und unterhaltsam. Für welche Art von Orten interessieren Sie sich? Ich bin für alles offen. Parks, Museen oder sogar neue Cafés wären großartig. Nicht weit von hier gibt es einen schönen botanischen Garten. Das klingt wunderschön. Ich liebe es, von der Natur umgeben zu sein. Dort ist es wirklich friedlich und die Blumen sind atemberaubend. Ich kann es mir vorstellen. Finden dort bestimmte Veranstaltungen statt? Ja, es gibt oft Workshops und Führungen. Das würde den Besuch noch interessanter machen. Definitiv. Außerdem können Sie etwas über verschiedene Pflanzen lernen. Das würde mir gefallen. Was ist mit Kaffees? Irgendwelche Favoriten? Es gibt ein gemütliches Café, das fantastisches Gebäck und Kaffee serviert. Lecker. Ich bin immer bereit, neue Leckereien auszuprobieren.
Planen wir einen Tag ein, um sowohl den Garten als auch das Café zu erkunden. Das klingt nach einem perfekten Tagesausflug. Ich kann es kaum erwarten. Lektion 6: Die Schönheit der Wasserfälle. Hallo Anna, hast du schon einmal gesehen, wie die Wasserfälle nachts beleuchtet sind? Hallo John, ja. Sie beleuchten die Wasserfälle mit Lichtern, die sie noch dramatischer machen. Es ist atemberaubend, nicht wahr? Die Farben erwecken das Wasser wirklich zum Leben. Suf, ich liebe es, wie das Licht die Atmosphäre völlig verändert. Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie sie aufleuchten sahen? Tja, ich war von der Schönheit begeistert. Es fühlte sich magisch an. Mir ging es genauso. Nachts ist es wie ein ganz anderer Ort. Und das Rauschen des Wassers trägt zum Erlebnis bei. Definitiv. Es ist so beruhigend, besonders mit den Lichtern. Haben Sie andere Wasserfälle besucht? Ich war schon bei einigen, aber keiner ist mit den hier vergleichbar. Der stimme zu. Diese Wasserfälle haben etwas Besonderes. Vielleicht sollten wir bald einen nächtlichen Besuch planen. Tja, es wäre toll, es noch einmal gemeinsam zu erleben. Lass es uns tun. Ich bringe ein paar Snacks mit, die wir genießen können. Lektion 7: Kreativität freisetzen. Guten Morgen, Anna. Denkst du, dass jeder eine kreative Seite hat? Hi John, ich glaube schon. Manche Leute drücken es einfach anders aus. Genau. Manche komponieren schöne Musik oder malen Bilder. Tja, Kreativität scheint in ihnen zu stecken und darauf zu warten, freigesetzt zu werden. Es ist faszinierend, wie sich Kreativität in verschiedenen Formen manifestieren kann. Siluf, sogar Schreiben kann ein großartiger Ausdruck für Kreativität sein. Was tun Sie gerne, um Ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen? Ich skizziere gerne und schreibe manchmal auch Gedichte. Das ist wunderbar. Durch das Skizzieren können Sie Momente visuell festhalten. Tja, es ist eine unterhaltsame Art, meine Gedanken und Gefühle zu dokumentieren. Ich liebe das. Ich versuche oft, Musik zu schreiben, wenn ich mich inspiriert fühle. Das ist erstaunlich. Musik zu schreiben muss so erfüllend sein. Das ist es wirklich. Es ist, als würde man eine Geschichte ohne Worte erzählen. Ja, irgendwann sollten wir einen kreativen Tag zusammen verbringen. Tolle Idee. Wir können unsere Ideen austauschen und uns gegenseitig inspirieren. Lektion 8: Vegetarische Köstlichkeiten in Barcelona. Hallo Anna, ich habe mir Restaurants in Barcelona angesehen. Hallo John, das ist aufregend. Wussten Sie, dass es hier viele vegetarische Restaurants gibt? Wirklich, das sind tolle Neuigkeiten. Ich liebe es, neue Essensmöglichkeiten zu erkunden. Sie sollten unbedingt einige lokale Gerichte probieren. Sie haben tolle Tapas. Tapas klingen köstlich. Welche vegetarischen Optionen sollten Sie unbedingt probieren? Sie können Patatas Bravas probieren. Das sind würzige Bratkartoffeln. Lecker. Ich mag auch Gerichte mit frischem Gemüse.
Dann werden Sie Escalivada lieben, ein gegrilltes Gemüsegericht. Das klingt perfekt. Gibt es bestimmte Restaurants, die Sie empfehlen? Der Flachs und Kale ist ein beliebter Ort für gesunde vegetarische Gerichte. Ich habe davon gehört. Sie konzentrieren sich auf frische Zutaten, oder? Ja, sie haben sogar tolle Smoothies und Desserts. Ich werde das zu meiner Liste hinzufügen. Auf Reisen ist eine gesunde Ernährung wichtig. Definitiv. Es hält Ihre Energie für alle Besichtigungen aufrecht. Ich kann es kaum erwarten, all dieses Essen zu probieren. Barcelona klingt großartig. Lektion 9: Die Maschinerie der Macht. Guten Morgen, Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie Machtstrukturen in der Gesellschaft funktionieren. Hi John, das ist ein interessantes Thema. Was meinen Sie mit Machtstrukturen? Ich meine, wie Systeme alle Elemente ihrer Maschinerie ins Spiel bringen müssen. Um die Kontrolle zu behalten und alle Versuche zu unterdrücken, ihre Macht zu unterdrücken. Genau. Es ist faszinierend, wie komplex diese Systeme sein können. Ja, und sie nutzen oft verschiedene Methoden, um die Kontrolle zu behalten. Wie Propaganda oder wirtschaftlicher Einfluss, oder? Das, das sind mächtige Instrumente zur Gestaltung der öffentlichen Meinung. Es ist faszinierend zu sehen, wie die Geschichte diese Muster gezeigt hat. Definitiv. Das Verständnis dieser Dynamik ist der Schlüssel zum Treffen fundierter Entscheidungen. Wie können Ihrer Meinung nach Einzelpersonen Manipulationen widerstehen? Bildung und kritisches Denken sind für die Selbstbestimmung unerlässlich. Ich stimme zu. Je mehr wir lernen, desto besser sind wir gerüstet. Es geht darum, sich der Kräfte bewusst zu sein, die um uns herum wirken. Genau. Lassen Sie uns diese Themen weiter diskutieren. Sie sind so wichtig. Lektion 10: Geschäftsstrategien erweitern. Hallo Anna. Ich habe darüber nachgedacht, wie wir unseren Kundenstamm erweitern können. Hallo John, das ist ein tolles Ziel. Welche Strategien haben Sie im Sinn? Ich denke, wir sollten über gezielte Marketingkampagnen nachdenken. Das ist klug. Maßgeschneiderte Botschaften können wirklich bestimmte Zielgruppen ansprechen. Genau. Und schließlich sollten wir Datenanalysen nutzen, um unsere Kunden besser zu verstehen. Tja, die Analyse von Daten hilft uns, Trends und Präferenzen zu erkennen. Es ist erstaunlich, wie viele Informationen wir aus Kundeninteraktionen sammeln können. Das, wir können diese Daten nutzen, um unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern. Und es kann unsere Werbebemühungen effektiver gestalten. Hilf. Auf diese Weise können wir Menschen erreichen, die wirklich interessiert sind. Haben Sie Beispiele für Unternehmen, die das gut machen? Viele Technologieunternehmen nutzen Datenanalysen, um ihre Angebote anzupassen. Das stimmt. Es geht darum, mit der richtigen Zielgruppe in Kontakt zu treten. Tja, ich bin gespannt, wie diese Strategien unser Geschäft wachsen lassen können. Ich auch. Beginnen wir bald mit der Umsetzung dieser Ideen. Lektion 11:
Vorteile von Bewegung. Hallo Anna, ich habe mich in letzter Zeit auf meine Fitness konzentriert. Hi John, das ist großartig. Wie ist es bei dir gelaufen? Es war großartig. Ich habe eine Mischung aus Cardio und Krafttraining gemacht. Das klingt effektiv. Sind Ihnen Veränderungen aufgefallen? Absolut. Sie haben mir geholfen, meine Ausdauer zu verbessern und auch meine Körperhaltung zu verbessern. Das ist fantastisch. Eine gute Haltung ist so wichtig für die allgemeine Gesundheit. Ja, und ich fühle mich den ganzen Tag über energiegeladener. Sport kann Ihre Stimmung und Ihr Energieniveau wirklich steigern. Definitiv. Ich genieße auch die geistige Klarheit, die es mit sich bringt. Das ist ein großer Vorteil. Haben Sie eine bestimmte Routine? Ich versuche, jede Woche verschiedene Aktivitäten zu kombinieren, um es interessant zu halten. Das ist cool. Abwechslung beugt Langeweile vor und hält motiviert. Genau. Ich bin gespannt, wie viel ich noch verbessern kann. Lektion 12. Navigieren im Transportwesen. Hallo Anna, hast du die Transportmöglichkeiten für unsere Reise überprüft? Hallo John, ja. Ich habe mir die Sender und ihre Website angesehen. Es ist ziemlich benutzerfreundlich. Das ist großartig. Was passiert, wenn ich zu einer bestimmten Zeit einen Zug nehmen muss? Tickets können Sie bequem online oder am Bahnhof buchen. Gut zu wissen. Gibt es einen Preisnachlass für Gruppen? Ja, sie bieten häufig Gruppentarife an, mit denen Sie Geld sparen können. Das ist hilfreich. Ich sollte nachsehen, ob eine Gruppe von Freunden zu uns kommt. Definitiv. Es macht immer mehr Spaß, zusammen zu reisen. Wie wäre es mit dem Zeitplan? Kommt es häufig vor? Ja, Züge verkehren recht häufig, insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten. Das ist praktisch. Wie sieht es mit den Bahnhofseinrichtungen aus? Die meisten Bahnhöfe verfügen über Wartebereiche, Geschäfte und Cafés. Perfekt. Es wird schön sein, einen Snack zu sich zu nehmen, während wir warten. Da stellen wir sicher, dass wir unsere Abfahrtszeit mit Bedacht planen. Ich suche die besten Routen heraus und teile sie mit Ihnen. Lektion 13. Die Kunst von Niagara ohne Lack. Hallo Anna, hast du schon von Niagara on the Lake gehört? Hi John, ja, es ist so ein wunderschöner Ort, besonders im Frühling. Absolut. Es zieht das ganze Jahr über viele Maler und Fotografen an. Die Landschaft ist atemberaubend. Die Blumen und Landschaften müssen die Kreativität anregen. Definitiv. Ich würde gerne etwas von dieser Schönheit auf Fotos festhalten. Waren Sie schon einmal während des Blumenfestes dort? Noch nicht, aber ich habe Bilder gesehen und es sieht magisch aus. Du solltest gehen. Die Farben sind lebendig und die Atmosphäre ist lebendig. Das klingt nach einem perfekten Wochenendausflug. Es ist auch ein großartiger Ort für Weinproben. Weinprobe? Das macht es noch attraktiver. Zuruf.
Nach einem erlebnisreichen Tag ist es schön, bei einem Glas Wein aus der Region zu entspannen. Lasst uns bald eine Reise dorthin planen. Es klingt nach einer wunderbaren Erfahrung. Lektion 14: Das Wesen der europäischen Kultur. Hallo Anna, ich habe über das Konzept der europäischen Kultur nachgedacht. Hallo John, das ist ein faszinierendes Thema. Was hast du im Kopf? Ich glaube, dass das Wesen Roms nicht nur historisch ist, es repräsentiert eine umfassendere europäische Idee. Du, die europäische Kultur ist reich und vielfältig und nicht auf einen Ort beschränkt. Genau, es ist über Jahrhunderte durch viele Einflüsse geprägt. Ja, und dazu gehören Kunst, Philosophie und sogar kulinarische Traditionen. Rechts. Jedes Land verleiht der europäischen Identität seine eigene Note. Glauben Sie, dass diese Idee zu einer bestimmten Gruppe oder Institution gehört? Nicht wirklich. Es handelt sich eher um ein kollektives Erbe, das alle Europäer teilen. Ich stimme zu. Es ist ein Wandteppich, der aus vielen verschiedenen Fäden gewebt ist. Welche Aspekte der europäischen Kultur finden Sie am interessantesten? Ich liebe die Kunst und Architektur, besonders aus der Renaissance. Das ist eine tolle Wahl. Die Kreativität aus dieser Zeit ist wirklich inspirierend. Tja, es zeigt, wie sich Kultur entwickelt und zukünftige Generationen beeinflusst. Absolut. Lassen Sie uns irgendwann gemeinsam mehr darüber erfahren. Lektion 15: Küstenschönheit in Nova Scotia. Hallo Anna, warst du schon einmal in Nova Scotia? Hi John, ja, das südöstliche Ufer ist atemberaubend, nicht wahr? Das ist es wirklich. Es gibt viele malerische Fischerdörfer. Ich liebe den Charme dieser Dörfer. Sie haben eine so einzigartige Atmosphäre. Genau. Jeder hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Geschichte. Und die Aussicht ist atemberaubend, besonders bei Sonnenuntergang. Ja, die Küste ist mit wunderschönen Stränden und Klippen übersät. Haben Sie dort bestimmte Dörfer besucht? Ich ging nach Lunenburg. Es ist ein UNESCO-Weltkulturerbe. Das ist erstaunlich. Die farbenfrohen Gebäude sind ikonisch. Das sind sie wirklich. Und auch die Meeresfrüchte dort sind unglaublich. Frischer Hummer und Jakobsmuscheln sind ein Muss. Absolut. Es ist ein perfekter Ort für Liebhaber von Meeresfrüchten. Lektion 16: Die Schönheit der Natur. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, einige Orte in der Natur zu erkunden. Hallo John, das hört sich großartig an. Haben Sie einen bestimmten Ort im Sinn? Ich dachte über einen Nationalpark in der Nähe nach. Es gibt viele Bäume und Pflanzen. Das ist großartig. Naturparks sind so erfrischend und friedlich. Genau. Außerdem ist es gut für den Geist, von viel Grün umgeben zu sein. Ist der Standort gut erreichbar? Ja, es ist nur eine kurze Autofahrt von hier entfernt. Sehr praktisch. Großartig. Welche Aktivitäten können wir dort unternehmen?
Wir können wandern, ein Picknick machen und vielleicht sogar Vögel beobachten. Vogelbeobachtung klingt lustig. Ich liebe es, verschiedene Arten zu sehen. Ich auch. Es ist faszinierend, etwas über die lokale Tierwelt zu erfahren. Gibt es bestimmte Wanderwege, die Sie erkunden möchten? Es gibt einen malerischen Weg, der zu einem wunderschönen Aussichtspunkt führt. Das klingt erstaunlich. Ich würde gerne die Aussicht von dort oben sehen. Lasst uns einen Tag planen. Es wird ein wunderbares Abenteuer. Lektion 17. Das Abenteuer erwartet Sie. Hallo Anna, hast du schon einmal darüber nachgedacht, einen Nationalpark zu besuchen? Hi John, auf jeden Fall. Es gibt so viele schöne zu entdecken. Ich weiß, sie bieten eine große Vielfalt an Landschaften und Aktivitäten. Ja, Wandern, Camping und Naturgenuss sind großartige Optionen. Was wäre, wenn wir dieses Wochenende einen Ausflug dorthin planen würden? Das klingt fantastisch. Welchen Park haben Sie im Sinn? Nicht weit von hier gibt es eines, das für seine atemberaubende Aussicht bekannt ist. Perfekt. Ich liebe Orte mit vielfältiger Flora und Fauna. Ich auch. Dadurch fühlt sich jede Wanderung wie ein neues Abenteuer an. Außerdem eignet es sich hervorragend zum Fotografieren. Die Landschaft ist immer atemberaubend. Ja, ich kann es kaum erwarten, dort einige schöne Momente festzuhalten. Lasst uns das Wetter checken und unsere Koffer packen. Tolle Idee. Ein Abenteuer in der Natur erwartet uns. Lektion 18. Auswahl beim Essen. Hallo Anna, ich habe darüber nachgedacht, wo ich heute Abend essen soll. Hallo John, das hört sich lustig an. Welche Art von Küche haben Sie im Sinn? Ich möchte sicherstellen, dass wir Optionen für alle haben. Ja, es ist wichtig, Entscheidungen zu haben. Vielleicht ein Ort mit einer abwechslungsreichen Speisekarte. Absolut. So findet jeder etwas, das ihm gefällt. Ich liebe Restaurants, die auch vegetarische und vegane Optionen anbieten. Definitiv. Es zeigt, dass Ihnen alle Vorlieben Ihrer Kunden am Herzen liegen. Wie wäre es mit einem Versuch in diesem neuen Bistro in der Innenstadt? Ich habe großartige Dinge darüber gehört. Sie haben eine Auswahl angerichtet. Perfekt. Lasst uns dorthin gehen und unser Essen genießen. Klingt nach einem Plan. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Sie servieren. Tja, es ist immer spannend, neues Essen auszuprobieren. Lassen Sie uns prüfen, ob wir eine Reservierung benötigen, bevor wir losfahren. Lektion 19. Nachdenken über die Geschichte. Hallo Anna, ich habe über die Veränderungen im letzten Jahrhundert nachgedacht. Hi John, das ist ein interessantes Thema. Was denken Sie? Liebe amerikanische Mitbürger, wenn wir auf dieses bemerkenswerte Jahrhundert zurückblicken, fragen wir uns vielleicht, wie weit wir gekommen sind. Ja, die Fortschritte in Technologie und Gesellschaft waren unglaublich. Ja, es ist faszinierend zu sehen, wie sich das Leben der Menschen verändert hat. Und der Einfluss des Internets hat alles verändert. Absolut.
Die Kommunikation ist schneller und globaler als je zuvor. Was war Ihrer Meinung nach die bedeutendste Veränderung? Ich glaube, dass der Aufstieg der sozialen Medien die Art und Weise, wie wir uns vernetzen, verändert hat. Das stimmt. Es ist jedoch sowohl ein Segen als auch eine Herausforderung. Ja, es hat seine Vor- und Nachteile, aber es ist definitiv einflussreich. Wenn wir darüber nachdenken, ist es auch wichtig, aus der Vergangenheit zu lernen. Genau, das Verständnis der Geschichte hilft uns, die Zukunft zu meistern. Lektion 20 Gameon. Morgen, Anna, ich habe heute die perfekte Idee für uns. Wie wäre es, wenn wir zusammen ein Spiel spielen? Ein Stier. Klingt großartig, John. Was hatten Sie im Sinn? Nun, ich dachte, wir könnten das neue Strategiespiel ausprobieren, das ich gerade gekauft habe. Es soll wirklich fesselnd und herausfordernd sein. Oh, ein Strategiespiel, oder? Das ist genau mein Ding. Es ist für uns jetzt zum Spielen verfügbar. Ja, das ist es. Ich habe das Spiel fertig eingerichtet und kann loslegen. Lassen Sie uns eintauchen und sehen, wer der bessere Stratege ist. Du bist dran, John. Ich bin immer für einen freundschaftlichen Wettbewerb zu haben. Das wird so viel Spaß machen. Super, dann fangen wir an. Das Ziel des Spiels besteht darin, Ihren Gegner auszumanövrieren und wichtige Gebiete zu erobern. Okay, ich höre zu. Mit welchen Schachzügen und Taktiken können wir die Oberhand gewinnen? Nun, es gibt eine Vielzahl von Einheitentypen, jeder mit seinen eigenen Stärken und Schwächen. Sie müssen Ihre Bereitstellung und Ihr Ressourcenmanagement sorgfältig abwägen. Hi, Ma'am, das hört sich so an, als müsste ich wirklich ein paar Schritte weiterdenken. Kein Problem, ich bin bereit für die Herausforderung. Lasst uns das tun. Das ist der Geist, Anna. Ich habe das Gefühl, dass dies ein epischer Kampf um Verstand und Strategie wird. Mach weiter, John. Ich werde es dir nicht leicht machen, nur weil du mein Freund bist. Haha, ich würde nichts weniger erwarten. Okay, lasst uns mit dem Aufbau des Spielbretts beginnen und das Spiel beginnen. Ja, lass es uns tun. Ich spüre schon, wie das Adrenalin in dir ausbricht. Das wird so viel Spaß machen. Vereinbart. Okay, der erste Schritt liegt bei Ihnen. Zeig mir, was du hast, Anna. Lass die Spiele beginnen.